Ah, gleißender Sonnenschein. Ein wolkenloser Himmel. Ein Wetter, bei dem man einfach alles andere vergessen könnte. Okay, Jungs und Mädels, wir haben es doch noch rechtzeitig geschafft nach Mailand, nämlich zum Dacia Stryker. Der ist nicht nur ein Kombi oder ein SUV, sondern im Prinzip beides. Und was dieser Eiskratzer mit diesem Auto zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Das ist er also, der neue Dacia Stryker. Es ist ein Hybridsystem. Also den gibt es leider nicht als reinen Elektro. Das ist natürlich untypisch für meinen Kanal. Aber ich finde, dass Dacia halt einfach diesen Volkswagen-Charme hat. Und deswegen schauen wir uns den auch so gemeinsam an. Das heißt Hybrid. Da wäre zum einen der 1,2 Liter Dreizylinder Turbomotor mit 48 Volt Mild-Hybridsystem. Der hat dann 6-Gang-Automatik oder Schaltgetriebe. Diesen Motor kann man dann mit Benzin oder LPG fahren. Die zweite Hybrid-Variante ist der 1,8 Liter Vierzylinder. Der hat dann 109 PS, 2 Elektromotoren, wovon der eine 49 PS hat und der andere ist der Startergenerator. Zusätzlich hat das Auto dann eine 1,4 Kilowattstunden Batterie. Außerdem hat der dann auch ein automatisiertes elektrisches Getriebe mit 4 Gänge im Verbrenner und 2 Gänge im E-Motor. Die dritte Motorvariante ist dann der 1,2 Liter Mild Hybrid mit 140 PS. Bevor wir technisch aber noch zu weit ins Detail gehen, schauen wir uns zuerst die Optik an. Und da erkennen wir schon an der Front, der übernimmt quasi als erster diese T-Signatur vorne in den Tagfahrlichtern in LED, ne? Logischerweise. Hat natürlich diese breit ausgestellte Front hier, die durchgängig ist mit den Elementen, mit den Punkt- oder quadratischen Punktelementen, dem Dacia-Logo in der Mitte, mit einer dicken Luftzufuhr unten. Die sieht tatsächlich so in der Form recht sportlich aus, wenn wir mal so ein bisschen näher rangehen. Dieses Muster, ihr versteht. Wenn wir auf die Seite gehen, greife ich auch das auf, was ich vorhin meinte, nämlich dieses in die Länge gezogene, wenn wir von vorne anfangen, ne? Da geht ja die Linie ab dem Scheinwerfer hier vorne, da, komplett einmal durch, bis hinter und geht dann noch weiter, nämlich im Prinzip fast 360 Grad. Ja, diese Kante hier, die geht ja komplett einmal rumherum um das ganze Auto. Zusätzlich haben wir so Dacia-mäßige Designelemente, nämlich einmal hier dieser Plastikansatz an der Seite, ne, diese bronze verkappten Außenspiegel, wo da auch der Blinker drin ist. Ja, diese ausgestellten Plastikansätze hier an den Radläufen. Ja, dadurch wird das Auto ein bisschen breiter. Hinten auch Gen C-Säule haben wir nochmal hier so ein abgesetztes Plastikteil, was es nochmal ein bisschen griffiger aussehen lässt. Und dann geht das Fenster hier quasi so, also endet natürlich hier, aber geht durch dieses Designelement hier, das Geriffelte, und man spürt das auch, das ist 3D geriffelt, in das Heck rein. Und da sehen wir natürlich auch die LED-Leuchten mit diesem neuen Dacia-typischen T-Muster. Auch hier ab dem Absatz von dem Rückfahrlicht haben wir nochmal, so ähnlich wie hier oben, oder im Prinzip ist es dasselbe, geriffelt, 3D-mäßig, also man kann das hier erfühlen, diese Leiste. Komplett einmal durchgängig bis zur anderen Seite hier rüber und der Dacia Schriftzug ist hier auch 3D eingelassen. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Dach und zum Dach hin haben wir einen großen Dachkantenspoiler, der geht relativ tief rein, ne? Und sieht ganz schick aus, macht das natürlich ein wenig sportlicher, offensichtlich. Haifischflossenantenne und ein riesen Panoramadach. So ein Panoramadach beim Dacia Stryker hat man aber nur in der Extreme-Ausstattung. Wisst ihr, was mir gerade auffällt, wenn ich so dahinter stehe? Der hat doch Ähnlichkeit mit dem Opel. Ist es der Grandland? Gute Frage, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. So ein bisschen hier mit der hohen Kante hier, mit dieser durchgehenden Zierleiste so.
Könnte ich mich auch irren, könnte auch nur ich so sehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gesehen habt. Aber sonst kann man den Dacia Stryker, also standardmäßig kommt er auf 17 Zoll, man kann noch auf 18 und 19 Zoll Felgen upgraden sozusagen. Die straffe Schulterlinie sorgt also für die spannende Zweiteilung. Oberhalb der Linie ist alles fließend, elegant und aerodynamisch, inspiriert von klassischen Limousinen und Kombis. Unterhalb wirkt es robuster. Vertikale Flächen, kraftvolle Proportionen und eine stattliche Bodenfreiheit von 19 cm beim Fronttriebler und satten 20 cm beim Allradler merkt man die SUV-Ambitionen. Trotz seiner stattlichen Länge von 4,62 Meter ist der Stryker nur 1,53 Meter hoch. Das sorgt für ein Fahrverhalten, das viel dynamischer ist als bei klobigeren SUVs. Der Stryker kommt außerdem in 7 recht coolen Farben wie den neuen Tönen Frostgrün oder Cosmic Blau. Und schon sitzen wir im Stryker drin. Was mir als erstes auffällt, und das sieht obergeil aus, ist das da. Das Fahrerdisplay ist hier, es ist ein Hologramm. Von hier haben wir natürlich einen noch viel besseren Blick auf das Interieur. Da haben wir zum Beispiel einen 10,1 Zoll Media-Bildschirm mit NavLive. Sehr gut, und jetzt zeige ich euch das. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, aber es sieht verrückt in echt aus. Das ist nicht, wie gesagt, der Bildschirm. Das ist die Projektion. Der Bildschirm ist, ich hoffe, ich kann es zeigen. Man sieht es ein bisschen. Seht ihr? Der ist da oben drin. In der Decke quasi. Und dann sieht das so aus. Verrückt. Coole Sache, oder? Das Einzige, was den ersten Eindruck von dem Fahrerdisplay dämpft, ist eben diese Plastikkulisse dahinter. Das hätte man vielleicht noch dunkler gestalten können, eventuell. Schwierig zu sagen, aber ich will es mal so stehen lassen erstmal. Und sieht aber sehr gut aus. Ansonsten ist der Innenraum Dacia typisch spartanisch in Anführungszeichen. Man darf nicht vergessen, das Auto startet bei unter 25.000 Euro. Aber doch irgendwie, weil egal was man halt hier anfasst, es ist Plastik. Also es gibt kein Leder in diesem Auto. Auch die Sitze sehen vielleicht auf den ersten Blick wie, was weiß ich, Velour oder Alcantara aus, oder zumindest von der Kamera aus, aber sind sie leider nicht. Das ist recyceltes Material und das ist schon mal gut, dass so Zeug recycelt wird und auch werden kann. Und dass es auch wieder verbaut wird natürlich. Und wie gesagt, das Auto kostet ab unter 25.000 Euro. Egal, weiter geht's. Es ist wie gesagt alles Plastik. Man hat aber trotzdem ja ein wohliges Gefühl eigentlich, ein sicheres Gefühl. Es ist ja eben SUV-mäßig, das Auto. Es ist ja im Prinzip fast so hoch oder so hoch wie ein SUV, also von der Fahrhöhe her hat man SUV-Vorteile, sowie die Vorteile im Kofferraum durch die Limousinenform, beziehungsweise, Entschuldigung, die Kombiform. Ne? So. Zusätzlich hat man eigentlich auch ein gutes Space-Gefühl, nenne ich es jetzt mal, weil wir noch dieses Panoramadach in dieser Edition haben. Das finde ich sehr gut. Es ist halt ein weißer Himmel. Nicht so gut, aber soll mich jetzt nicht obermäßig stören. Da haben wir die Erkennung für die Assistenzsysteme. Ansonsten haben wir aber eigentlich Knöpfe für alles. Das ist schon gut. Also das gefällt mir. So soll das sein. Ich habe das bei meinem Tesla eigentlich 50-50 vermisst sozusagen. Also ich habe es vermisst und auch irgendwie auch nicht. Aber wenn ich halt dann Knöpfe habe, dann mag ich es, sie zu benutzen. Aber im Falle vom Tesla, wo man ja nur einen Bildschirm hat und ein paar Knöpfe oder 2 Knöpfe am Lenkrad, es stört mich auch nicht, wenn keine da sind. Solange alles funktioniert, wohlgemerkt. Das ist der springende Punkt. Ansonsten finde ich natürlich Ähnlichkeit zum Spring, aber halt natürlich überdimensioniert. Allerdings ist die Designsprache hier eine andere, nämlich nicht wie beim Spring die Y, sondern hier in dem Auto ist es die T-Designsprache. Also allgemein, auch außen. Hat man ja bei den Außenleuchten gesehen.
Man hat aber, und das muss man wirklich sagen, super viele Verstaumöglichkeiten. Also wenn ich hier gucke, hier haben wir einen Becherhalter, den man ja rausnehmen kann. Das funktioniert ja mit U-Clip. Das heißt, man kann das Ding hier nehmen und kann das zum Beispiel hinten festmachen oder im Kofferraum festmachen oder was weiß ich, wahrscheinlich auch hier irgendwo festmachen. Das ging ja im Spring auch. Und man hat davon hier jetzt in dem Fall 2 so welche, aber da kann man sich ja unendlich dazu kaufen. Das ist ja super praktisch. Und man kann jetzt hier so 1 und 2 machen. Und dann hat man hier 2 Getränkehalter oder man nimmt halt eins raus und tut das, was weiß ich, hier vorne hin. Dann hat man es halt hier vorne oder halt hinten oder wo man halt will und wo diese Befestigungsclip dafür auch ist. Des Weiteren haben wir noch eine Armlehne und da ist auch noch mal massivst Platz drin. Vorne haben wir eine, ja, das ist eine Ladefläche fürs Telefon. Das ist sehr praktisch. Schauen wir mal, ob mein S25 Ultra da reinpasst. Mit Hülle nicht. Ohne Hülle würde es passen. Aber das ist ein bisschen schade. Das hätten sie schon ein paar Millimeter oder einen Zentimeter breiter machen können. Da wäre auch Platz dafür gewesen. Beziehungsweise ein halber Zentimeter, sage ich mal. Pro Seite wohlgemerkt. Und dann hätte das auch mit der Hülle hier reingepasst. Und ich habe so eine fancy Metallhülle. Ne? Ja. Ohne Hülle würde es passen. Mit Hülle, ne. Eher nicht. Zusätzlich haben wir 2 USB-C Ladeanschlüsse vorne und einen Zigarettenanzünder. Auch hier vorne vor dem Beifahrer könnte man jetzt Kleinigkeiten verstauen, würde ich mal so nennen, wie zum Beispiel ja, Ladekabel oder so. Oder man kann ein Kabel auch hier quasi hier vorne von hier nach da unten ziehen. Hier ist dann ein Loch drin und dann könnte man das Kabel hier rausziehen und das Handy hier so reinlegen. Ich zeige das mal kurz. Schaut. Das heißt, man könnte hier das Kabel einstecken, ne? Und dann kann man da das Handy reintun. Das fliegt da auch nicht raus. Das sitzt da eigentlich relativ gut drin. Und dann kann man hier, da, ich hoffe, man kann es sehen, da ist dann hier ein Loch. Das kommt unten raus und führt dorthin. Das Lenkrad ist dasselbe eigentlich wie in jedem anderen aktuellen Dacia. Da gibt es jetzt nichts Großartiges zu sagen, bis auf, dass er Schaltwippen hat. Eine Sache noch, und die teste ich ja auch immer, machen auch viele andere, aber ich mache es ja auch, aber ich bin halt auch relativ groß. Ich bin ja 1,88, 1,89 circa, also fast 1,90 und ich habe jetzt den vorderen Sitz auf mich eingestellt, so wie ich fahren würde, und dann schauen wir mal, wie ich hinten reinpasse. Ja, funktioniert einwandfrei. Also ich habe hier locker eine Faustbreit frei mit den Knien. Hier sehe ich auch diese U-Clip-Dinger. Das heißt, ich könnte den Becherhalter einfach hier so hinmachen. Hier an den Sitz vor mir. Super praktische Sache. Zusätzlich habe ich ja noch die 2 Becherhalter in der Mittelarmlehne hinten. Dann hole ich euch mal wieder. Ich zeige euch das. Hier ist ja Mittelarmlehne, auch mit diesem U-Clip-Ansatz. Das heißt, man hätte hier auch 1, 2 und dann einen dritten Becherhalter als Beispiel. Ne? Man kann ja ganz viele verschiedene U-Clip-Sachen kaufen. Da gibt es ja nicht nur Becherhalter, da gibt es allen möglichen, alles Mögliche, so rum. Und da sind diese U-Clip-Dinger. Da ist einer, wenn man es sehen kann, ist ein bisschen dunkel. Da in der Mitte, hier ist einer und hier an dem Sitz ist auch einer. Super geil. Und 2 USB-C-Anschlüsse hier unten. Finde ich den Knopf, finde ich den Knopf. Natürlich finde ich den Knopf. Für den Kofferraum, der so 600 Liter fassen kann, bis zu, und da kann man dann hier quasi noch hier so hochgehen, ne? Seht ihr das? Jawohl. Zack, da kann man das auch rausnehmen, falls man mehr Platz brauchen sollte. Und natürlich kann man auch noch die Rückbank umklappen, das machen wir natürlich auch. Und zwar hier mit dem Hebel. Ah, jetzt halt. Sehr gut. Genau, ich mache jetzt mal die Hudablage nicht weg, weil ihr wisst ja, wie ein Kofferraum aussieht mit umgeklappten Rücksitzen. Der Kofferraum lässt sich natürlich auch per Knopf wieder schließen. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe, zufällig. Da ist ein Eiskratzer eingebaut. Schau mal, so nach oben und dann hat man den einfach in der Hand. Wie praktisch ist das denn? Obergeil. Kann man gebrauchen. Diese Praktikabilität merkt man auch dem neuen Cockpit-Konzept an, das in 3 logische Ebenen unterteilt ist.
Direkt vor euch liegen warme textile Oberflächen und der innovative Werkstoff Starkle. Die zweite Ebene bündelt alle wichtigen Alltagsbedienelemente als physische Schalter, damit der Blick sicher auf der Straße bleibt. Auf der dritten Ebene thront das serienmäßige 10,1 Zoll Zentraldisplay. In den höheren Ausstattungen bekommt ihr das Media Nav-Live-System inklusive Echtzeitverkehrsdaten für 8 Jahre und ein Arcamis 3D-Soundsystem mit 6 Lautsprechern. Ein echtes Highlight für die Technikfans und wie ihr ja schon gemerkt habt, für mich ist das digitale Kombi-Instrument Light Visio. Es nutzt optische Reflexion, um wichtige Fahrdaten als schwebendes, gestochen scharfes 3D-Bild darzustellen. Und der Komfort? Eigentlich echt gut. Für ein luftiges Fahrgefühl sorgt das riesige Panoramaglasdach aus speziellem wärme- und schallisolierendem Glas. Überhaupt wurde extrem viel an der Geräuschdämmung gearbeitet. Dickeres Glas und schallabsorbierende Materialien sollen jede Fahrt flüsterleise machen. Erstmals bei Dacia mit an Bord ein Auto-Hold-System für entspanntes Stehen im Stadtverkehr. In Sachen Sicherheit erfüllt der Striker natürlich die strengen GSR-2-Normen mit automatischem Notbremsassistenten, Spurhalter, Verkehrszeichenerkennung und serienmäßigem adaptiven Tempomat. Über die MySafety-Funktion könnt ihr eure bevorzugten Assistenzsysteme mit nur einem Klick beim Starten aktivieren. Der Striker ist auch konsequent auf Nachhaltigkeit und optimierte Gesamtkosten getrimmt. Er besteht zu über 32% aus recycelten Materialien. Satte 47 Kilogramm recycelte Kunststoffe sind verbaut. Ein neuer Rekord für die Marke. Auf Leder- und umweltschädliche Chrom-Zierleisten wird komplett verzichtet. Sogar die dicke Bedienungsanleitung weicht einer interaktiven, digitalen Version in der MyDacia-App. Die technischen Daten hatte ich vorhin ja schon angeschnitten, weil Dacia beim Striker auf ein Multi-Energy-Angebot setzt. Und das startet mit dem Striker Mild Hybrid G140. Dacia verbindet hier seine unangefochtene Marktführerschaft im bivalenten LPG-Flüssiggasantrieb mit moderner 48 Volt Mild Hybrid-Technologie. Der 1,2 Liter Dreizylinder Turbo wird elektrisch beim Starten und Beschleunigen unterstützt, was den Fahrspaß erhöhen soll und im LPG-Betrieb rund 10% CO2 einspart. Geschaltet wird per 6-Gang-Automatik oder manuell. Wer noch mehr Effizienz sucht, greift zum Striker Hybrid 155. Dieser Vollhybrid kombiniert einen 1,8 Liter Benziner mit 2 Elektromotoren und einem kupplungslosen Automatikgetriebe. Das Ergebnis? Im Stadtverkehr fahrt ihr bis zu 80% der Zeit rein elektrisch, startet immer lautlos im Elektromodus und drückt die CO2-Emissionen unter die 100-Gramm-Marke. Und für alle, die maximale Sicherheit und Geländeperformance brauchen, gibt es den Striker Hybrid 150 4x4. An der Vorderachse arbeitet ein 140 PS starker Mild Hybrid mit 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe und die gezeigten Schaltwippen. An der Hinterachse sitzt ein cleverer, komplett entkoppelbarer Elektromotor mit 2 Gängen. Das bedeutet, volles Drehmoment hinten bei niedrigen Geschwindigkeiten im Gelände, aber der sparsame Verbrauch eines Fronttrieblers auf der Autobahn. Über 5 Fahrmodi von Eco und Snow bis zu Mud and Sand und echtem Offroad passt sich der Allradler jedem Untergrund an. Der Dacia Striker im Allgemeinen hat übrigens ein Leergewicht von rund 1400 Kilogramm und mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,29 ist er im Vergleich zu Kombis und SUVs im C-Segment sehr gut positioniert. Er ist 4,62 Meter lang und 1,53 Meter hoch und damit sogar länger als der Dacia Bigstar. Das Modellangebot ist denkbar einfach strukturiert und bietet 4 Linien für jeden Geschmack. Der Essential macht den Einstieg und bietet bereits alles Wichtige wie das 10,1 Zoll Display, das Light Visio Instrument, Klimaanlage und Rückfahrkamera. Der Expression bringt spürbar mehr Komfort ins Spiel, unter anderem mit 17 Zoll Leichtmetallrädern, 2-Zonen-Klimaautomatik, der elektrischen Parkbremse samt Auto-Hold und zusätzlichen USB-Anschlüssen im Fond. Für Abenteurer in Anführungszeichen ist der Striker Extreme die perfekte Wahl. Er kommt mit robustem Starkle Exteriorschutz, 18 Zoll Rädern, Akzenten in Copper Brown, dem großen Panorama-Glasdach, waschbaren Micro-Cloud-Polstern, Gummifußmatten, vernetzter Navigation und der automatischen Bergabfahrregelung. Wer den Fokus ganz auf entspanntes Reisen legt, wählt den Striker Journey. Hier glänzt der Crossover mit der elektrischen freihändigen Heckklappe, elektrisch verstellbarem Fahrersitz, Sitz- und Lenkradheizung sowie einer kabellosen Ladestation fürs Smartphone. Preistechnisch sagt Dacia offiziell, dass der Striker unter 25.000 € startet.
Die Preise für die einzelnen Modelle folgen dann kurz vor Marktstart Ende des Jahres. Obwohl schon gemunkelt wird, dass die Basisvariante 23.000 € kosten soll. Wie gefällt euch der Dacia Stryker? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Ansonsten sage ich danke fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!